Hallo meine Lieben und herzlich willkommen auf meinem Kanal Kreuz Dame. Schön, dass ihr wieder bei einem neuen Monatsupdate dabei seid. Der September ist ja schon wieder vorbei. Wir sind mitten im Herbst angelangt und Herbstzeit heißt ja auch Stickzeit. Und im September habe ich an mehreren Projekten gearbeitet, habe da wirklich einige Fortschritte gemacht und die möchte ich euch jetzt gerne zeigen. Aber bevor wir starten mit dem Monatsupdate, bin ich euch ja noch die Verlosung schuldig. Und zwar die Verlosung von diesem Stickkit und zwar von dem kleinen Sternenjungen. Das habe ich im Rahmen einer Kooperation erhalten und zwar von Painting Fairy Cross Stitch. Man kann es ja lesen. Und ich habe das Stickkit zweimal, also doppelt. Und darum habe ich Mitte September diese Verlosung ausgerufen. Wer Interesse hatte, musste nur in den Kommentaren das Wort Star schreiben, also so wie hier Little Star Boy, und konnte an der Verlosung teilnehmen. Ja, und jetzt möchte ich die auslosen. Dafür habe ich mir den Comment Picker auf mein Tablet geholt. Ich zeige es euch. Also hier der Comment Picker. Ich habe den Link schon eingefügt. Das heißt, wir drücken jetzt drauf. Dann suchen wir nach einem Keyword-Filter. Und da gebe ich jetzt das Wort Star ein. Und dann schauen wir mal, wie viele Leute daran teilgenommen haben. Oh, ja, 6 Kommentare hat es da gegeben mit dem Wort Star. Das heißt, 6 Leute haben Interesse an dem Bild. Und dann schauen wir, wer der glückliche Gewinner geworden ist. Und es ist Nettie XX. Und sie hat geschrieben, hallo, warte, ich zeige es euch. Hallo, liebe Kreuzdame, ich liebe es, deine Videos zu schauen. Vor einigen Tagen bin ich Oma geworden. Da würde das Bild mit dem Sternenjungen super ins Babyzimmer passen. Ja, wunderbar. Herzlichen Glückwunsch, Nettie. Ich freue mich und ich freue mich, dass du dieses Bild haben möchtest. Liebe Nettie, bitte schreib mir eine E-Mail. Ich werde meine E-Mail-Adresse noch in der Beschreibung dazugeben. Und ja, bitte deine E-Mail mit deiner Adresse und ich werde dir dieses Stickkit zuschicken. Also nochmal, herzlichen Glückwunsch. Ja, das war's dann auch. Alle anderen Teilnehmer nicht traurig sein. Es wird auch in Zukunft immer wieder eine Verlosung geben, manchmal eine kleine, manchmal eine größere Verlosung. Also seid gespannt, was dann noch alles kommt. Und dann sage ich, ja, wir starten mit dem Monatsupdate. Wie gesagt, ich habe einiges wieder an Fortschritten geschafft und ja, ich habe insgesamt an 10 Projekten gearbeitet. Es waren 6 Kreuzstickprojekte und 2 Perlenstickprojekte und es sind auch 2 Neuanstiche dabei. Und dann legen wir mal los. Wir kommen zum ersten Bild. Ein kleines Motiv. Ich rutsche nach links, dann kann ich hier wieder einblenden, nämlich das vorige Bild von vorigen Monat und auch ein Vorschaubild werde ich euch einblenden. Ja, wir haben hier das Sunflower Girl von der Joy Sunday. Also ich habe mir das damals bei Biggest Craft gekauft.
Das Bild hat 47 Farben und wird 147 Stiche hoch und 125 Stiche breit. Also es ist eigentlich ein Teilbild, denn die weißen Flächen, wie man sieht, werden nicht gestickt. Ich sticke es auf 16 Count AIDA und habe es im August gestartet. Das heißt, ich habe jetzt das zweite Monat daran gestickt und ja, wie ihr sehen könnt, im Vergleich zum Vorherbild ist jetzt der Hut dazugekommen. Hier auch ein Teil der Sonnenblume. Den Hintergrund hatte ich ja schon im August gestickt. Ja, ich komme noch mal näher, dass man das auch besser sehen kann. Aktuell arbeite ich ja auch noch an dem zweiten Bild. Das ist ja eine Dreier-Serie, wie ihr vielleicht wisst. Und das Seaview Girl ist soweit fertig gestickt. Es fehlen ja nur mehr die Backstitches. Und ja, es ist auch bald fertiggestellt und ihr werdet das dann im nächsten Monatsupdate sehen. Am Sunflower Girl werde ich auf jeden Fall auch wieder weiter sticken, weil es einfach ein nettes kleines Projekt ist mit viel Color Blocking, also wirklich recht einfach zu sticken und das stickt sich sozusagen nebenbei. Wenn ich gerade keine Lust habe auf meine großen Projekte, dann nehme ich mir das zur Hand. Ja, sonst gibt es nichts zu sagen. Ich zeige euch noch kurz die Rückseite, da sieht man besser, was schon alles fertig gestickt ist. Ja, das werdet ihr auch im nächsten Monat sehen. Das Sunflower Girl von Joy Sunday. Dann, ich muss nur an meinen Notizen blättern. Das nächste Projekt, auch ein bekannter, ist der Erdbeerzwerg. Der Erdbeerzwerg von der Marke Spring habe ich auch gekauft bei Biggest Craft. Und das Bild hat 58 Farben und noch 4 Mischfarben. Ja, es wird 217 Stiche mal 217 Stiche groß. Es ist auch ein Teilbild. Auch hier der weiße Hintergrund wird nicht gestickt. Ich sticke ihn auf 14 Count AIDA und habe ihn im April dieses Jahres gestartet. Ja, letztes Monat habe ich ja hier an dieser Blüte gearbeitet und dieses Monat habe ich den Rahmen versetzt und habe in diesem Bereich weitergearbeitet. Das heißt, die Erdbeere wurde fertig, auch diese Erdbeere wurde fertig und auch diese Erdbeere samt der Blüte außen habe ich fertig gestickt. Lediglich hier fehlen noch ein paar Stiche bei dieser Erdbeere. Aber es ist einiges an Fortschritt dazugekommen und ich mag das Bild wirklich, wirklich sehr gerne. Ich habe ja schon mehrmals gesagt, auch warum, weil es so dreidimensional rüberkommt, ja. Und das gefällt mir besonders gut. Also auch das werdet ihr nächsten Monat sicher wieder sehen. Er stickt sich wirklich auch sehr einfach und ich denke, ich werde vielleicht jetzt in der Mitte weiterarbeiten, in diesem Bereich. Oder ich gehe weiter runter. Ja, da bin ich mir noch nicht sicher, aber ja, lasst euch überraschen, was es dann nächstes Monat sein wird. Der Erdbeerzwerg von der Marke Spring. Dann kommen wir zum nächsten. Auch den kennt ihr, nämlich der Otter. Der Otter ist von der Marke Painting Fairy Cross Stitch. Ich habe ihn aber im Rahmen einer Kooperation mit VIP Cross Stitch erhalten. Es sind ja einige von euch, die auch den Otter haben. Und ich habe auch noch einen Stitch Buddy. Das ist die liebe Bea.
Leider konnte sie jetzt letztes Monat nicht an dem Bild arbeiten, aus privaten Gründen, aber ich freue mich natürlich, wenn sie mir dann wieder Bilder zuschickt von ihrem Otter. Der Otter, wie gesagt, von Painting Fairy Cross Stitch, wird 250 x 250 Stiche groß. Ich sticke ihn auf 14 Count Aida und habe ihn im Juni dieses Jahres gestartet. Ja, was ist dazugekommen? Hier seht ihr wieder meine backenden Fäden. Und zwar ist dieser Block dazugekommen. Also hier im Hintergrund habe ich gearbeitet und am Teil des Köpfchens habe ich gearbeitet. Aber wie ich euch schon öfters erzählt habe, es ist wirklich, wirklich Konfetti pur. Also der Otter ist nicht einfach zu sticken, darum es geht auch sehr langsam voran. Hintergrund ist noch besser, da haben wir weniger Konfetti, aber der Otter selbst, ja, ist etwas anstrengend zu sticken. Ja, ich habe dieses Monat aber trotzdem 1749 Stiche daran geschafft und bin jetzt aktuell bei ca. 18%. Ja, es sind nochmal über 3,5% dazugekommen. Ja, ich werde schon daran sticken, nehme ich an, jetzt kommendes Monat. Aber wie viel ich tatsächlich schaffe, denn ich befinde mich ja hier wieder im Konfetti-Bereich, ja, werdet ihr dann sehen im nächsten Monatsupdate. Ja. Sonst gibt es hier auch nichts zu sagen beim kleinen Otter. Er ist ja sehr niedlich, aber leider sehr mühsam zu sticken. Gut. Das nächste Projekt, das habt ihr erst vor wenigen Tagen gesehen. Und zwar ist es Willow. Ich bringe sie jetzt gar nicht ganz ins Bild, sehe ich gerade. Aber ich zeige euch den Bereich, wo ich gestickt habe. Ja, Willow ist von der Cross Stitch Studio. Habe es auch auf der Website gekauft. Es ist im gezählten Kreuzstich. Sie wird 385 Stiche hoch und 250 Stiche breit und sie hat 96 Farben. Ich sticke sie auf 18 Count Easy Grip, Easy Count Aida und habe sie im April des vorigen Jahres 2024 gestartet. Und ja, ihr habt sie jetzt erst in der letzten Stickzeit gesehen, also Stickzeit Nummer 10. Falls ihr das noch nicht gesehen habt, schaut mal rein. Dort habe ich meine Stickmethode erklärt mit meinen backenden Fäden. Falls ihr Interesse habt, würde ich mich freuen, wenn ihr dabei seid auch und euch das Video anschaut. Ja, dieses Monat, was ist dazugekommen? Ich habe hier diesen Bereich fertig gestickt, also ich glaube, da war nur mehr ganz wenig zu sticken und danach habe ich noch diesen Block dazu gestickt. Man sieht hier auch einen Teil der Nase, kommt schon hervor und insgesamt habe ich 2821 Kreuze daran gemacht. Das ist ein Plus von über 3% und insgesamt bin ich jetzt, ich habe jetzt bereits mehr als die Hälfte geschafft, auf 51,16%. Also ich zeige euch nochmal, da ist schon einiges da an Fortschritt. Ja, passt perfekt in den Herbst das Bild. Ich glaube, aber ich bin mir da auch nicht sicher, ich werde auch im Oktober daran sticken. Vielleicht schaffe ich es ja, diese Seite da fertig zu sticken. Denn die nächste Seite würde ich dann da weiter sticken.
und dann wieder oben rechts beginnen und wieder Seite für Seite diagonal runterarbeiten. Ja, sie kommt sehr gut raus. Sie ist ja wirklich ein hübsches Mädchen, die Willow. Und es macht auch wirklich viel Spaß daran zu sticken. Es gibt teilweise wirkliche Konfetti-Bereiche, hier im Bereich des Gesichtes eher weniger. Und ich muss sagen, also die Charts von der Cross Stitch Studio sind wirklich, wirklich toll und toll gechartet. Also auch das Gesicht kommt wirklich wunderschön raus. Ein tolles, tolles Bild. Die Willow. Ich habe da auch noch ein zweites Mädchen, das kennt ihr ja noch gar nicht. Da habe ich auch noch ein Muster und die heißt Marley. Die ist eher ein Wintermädchen, aber ich habe sie noch nicht gestartet. Ja, das war ja schon Projekt Nummer 4 und wir kommen schon zu Projekt Nummer 5. Auch eine bekannte Dame, die Aqua Lady. Ja, so, sie passt auch nicht ins Bild, also sie ist viel länger noch. Ich zeige noch mal ganz kurz die Länge. Ja, einiges noch zu tun an der Aqua Lady. Ich muss sagen, dieses Monat habe ich wirklich wenig daran gearbeitet. Aber ganz kurz noch, ich habe sie von der Firma Waterbees, ich habe sie selbst gekauft, wird 440 Stiche hoch und 314 Stiche breit. Sie hat 50 Farben, sie hat keine Mischfarben. Ich sticke sie auf 16 Count Aida und habe sie im Januar dieses Jahres, also 2025, gestartet. Ja, was ist dazugekommen? Es sind nur, also unter Anführungszeichen natürlich nur 500 Stiche dazugekommen. Und diese 500 Stiche waren hier in diesem Bereich. Ja, irgendwie hatte ich nicht so Lust an dem Bild zu sticken und das liegt halt daran, da mir hier dieser Bereich nicht so gut gefällt. Also es ist mir wirklich die Lust daran zu sticken vergangen. Ich möchte schon das Gesicht weiter sticken, sehen, wie sie rauskommt. Also hier sieht es ja nicht so schlecht aus. Aber ich zeige euch das mal aus der Nähe und ihr werdet gleich sehen, warum mir das nicht gefällt. Nämlich diese Farben hier im Bereich der Wange, ja, gefallen mir eigentlich gar nicht. Ja, aber man muss das Gesamtbild sehen. Das heißt, erst wenn da hier der Bereich auch fertig ist, kann man wahrscheinlich mehr dazu sagen. Ja, bin mir noch nicht sicher, ob ich da auch daran sticken werde, kommendes Monat. Ja, dieses Monat waren es ja auch nur 500 Stiche. Ja, aber insgesamt habe ich 22,85% erreicht des Bildes, also fast ein Viertel. Ja, und es ist wie gesagt nur dieser Bereich dazugekommen. Sehr, sehr wenig. Sie lässt sich aber recht gut sticken, also es ist nicht so konfettireich, sondern auch eher Color Blocking. Aber vielleicht kommt sie deswegen auch nicht so gut raus. Ja, die Aqua Lady. Kommen wir zum nächsten Bild. Ja, wir sind ja gerade bei der Firma Waterbees und da habe ich ja mehrere Bilder. Viele habe ich im Rahmen einer Auktion ersteigert, unter anderem auch dieses Bild. Das kleine Mädchen, das gefällt mir schon besser, also zumindest was ich jetzt sehen kann bis jetzt.
das kleine Mädchen habe ich, wie gesagt, im Rahmen der Waterbiz-Auktion ersteigert. Sie hat auch 50 Farben und sie hat auch Mischfarben, und zwar 17 Mischfarben. Also 33 einfache Farben und 17 Mischfarben. Ja, sie ist genauso groß wie die Aqua Lady. Ich zeige euch mal die ganze Größe. Ja. Ähm, ja, 440 Stiche hoch und 314 Stiche breit. Ich sticke sie auch auf 16 Count AIDA und ich habe sie im Juni dieses Jahres gestartet. Dieses Monat habe ich etwas weniger daran gearbeitet und es sind auch nur 900 Stiche dazugekommen, und zwar hier in diesem Bereich. Ja, es geht auch recht langsam voran, also da ist doch deutlich mehr Konfetti als wie bei der Aqua Lady. Man muss aber auch dazu sagen, die Aqua Lady ist auch schon viel älter, also das Muster, und Waterbiz hat sich deutlich verbessert und die neuen Muster sind auch viel detailreicher, wie man hier auch am Hintergrund erkennen kann, der ja bei der Aqua Lady so in Farbblöcken gestickt wird, ist hier doch farbwechselnder, oder wie soll ich das beschreiben? Ich zeige es euch. Ihr seht, wir sind verschiedene Brauntöne bei dem Hintergrund, und ja, das kommt natürlich dann auch viel besser raus, wenn mehr Farben dabei sind. Ja, man sieht hier einen Teil des Haarschmucks und es sind hier auch schon die Haare des kleinen Mädchens. Das gefällt mir sehr gut und ich denke, ihr seht es auch nächsten Monat wieder. Aktuell habe ich jetzt 5,57% geschafft. Ist jetzt noch nicht sehr viel, aber Fortschritt ist Fortschritt. Das kleine Mädchen von Waterbiz. Das nächste Projekt, und da wären wir auch schon bei einem Neuanstich, ist auch von Waterbiz. Und zwar, hier gibt es nicht viel zu sehen, ja. Es ist die Katze im Korb, ich habe es jetzt so benannt, das Bild. Ich habe es auch im Rahmen der Auktion ersteigert. Das Bild hat auch 50 Farben. Das ist also die typische Standardausführung bei Waterbiz. Und es hat 18 Mischfarben. Ja, es wird 314 mal 314 Stiche groß. Ja, da gibt es natürlich kein Vorherbild, weil es ein Neuanstich ist. Und was habe ich gestickt? Es sieht sehr wenig aus, dieser Bereich, aber es sind 1500 Stiche, was 1,52% sind. Also doch einiges geschafft. Ihr seht, wie üblich, mit meiner Bark-Methode, also ich barke wie immer die Fäden. Ja, ich habe es dieses Monat gestartet, also ein Neuanstich, und man sieht nur den Teil des Hintergrundes. Dann hier kommen dann, glaube ich, schon die Bücher. Ja, an diesem Bild möchte ich auch weiterarbeiten, weil es mir auch sehr, sehr gut gefällt. Und ich habe euch damals in einem Video gefragt, es waren ja 3 Bilder zur Auswahl, welche ich damals ersteigert habe bei der Auktion. Und ich habe euch gefragt, welches das ich starten soll, und die Mehrheit war für die Katze im Korb. Ja, ein wunderschönes Projekt auch. Ja. Und wir sind dann beim nächsten Neuanstich und auch der letzte Neuanstich, aber der hat es in sich. Und zwar, es ist
der romantische Blumenmarkt. Ich zeige euch mal die Länge. Ihr seht, oh, verkehrt, Entschuldigung. So, ja, ein sehr, 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 sehr langes Bild. Der Blumenmarkt. Ja, ist von Painting Fairy Cross Stitch. Ich habe jetzt hier eingeschlagen, denn ich bringe das ganze Bild sonst nicht auf den Tisch. Ich habe es im Rahmen einer Kooperation erhalten. Es wird 238 Stiche hoch, aber 690 Stiche breit oder lang, wie man es auch nennen möchte. Das heißt, es sind über 164.000 Stiche zu machen. Ich stiche es aufgrund der Länge auf 18 Count, wie ihr hier sehen könnt. Und ja, es ist ein Neuanstich, habe ich jetzt im September dieses Monat gestartet. Und ja, das ist dazugekommen. Vorher-Bild gibt es natürlich auch nicht, weil es ein Neuanstich ist. Und dieser kleine Bereich sind 2100 Stiche. Also ihr wisst, was dann noch auf mich zukommt. Das sind 1,27%. Also ja, da ist wirklich einiges zu tun. Aber das hatte ich ganz schnell gestickt. Also er ist wirklich nicht schwierig zu sticken, der Blumenmarkt. Er hat 124 Farben, aber keine Mischfarben. Also das ist schon was Besonderes bei Painting Fairy Cross Stitch, denn die meisten Bilder haben ja unzählige Mischfarben. Aber nein, der romantische Blumenmarkt hat nur, unter Anführungszeichen, nur 124 Farben, einfache Farben. Ja, man sieht hier schon einen Blumenkasten, also die Fenster. Und hier beginnt der Baum schon. Ein bisschen was sieht man vom Baum? Ja, es ist sicher interessanter, wenn man dann mehr sieht bei dem Bild. Der romantische Blumenmarkt von Painting Fairy Cross Stitch. Auch ein Lebensprojekt auf jeden Fall. Ja, das waren jetzt die Kreuzstichprojekte und wir kommen noch zu den Perlenstickprojekten. Und das sind wir bei dem ersten. Ich liebe dieses Perlenstickprojekt. Und zwar, es sind die Vögelchen. Ich zeige euch auch die ganze Länge, was da noch auf mich zukommt. Aber ich habe schon einiges gestickt an den Vögelchen. Das ist ja das Vordruck Perlen Stickprojekt, das man mit dem Stickgarn stickt und mit den transparenten Perlen. Ich habe es gekauft bei VIP Cross Stitch. Es wird 248 Perlen mal 177 Perlen groß, das heißt über 43.000 Perlen. Das ist 11 Count vorgedruckt. Ich habe es im August dieses Jahres gestartet. Und ja, was ist dazugekommen? Ich sticke das ja so in, wie ihr hier sehen könnt, in 100er Blöcken. Das heißt, es sind 2040 Stiche dazugekommen. Also ich glaube, das ist so eine ganze Reihe. Die ganze Reihe sind 1700. Ja, und noch ein bisschen. Aber das kommt wirklich toll raus, diese Perlen. Ich zeige sie euch jetzt nochmal aus der Nähe. Sie sind ja nicht alle gleich groß, aber ich finde, das macht überhaupt nichts. Ich finde, das kommt wirklich gut raus. Wir sind, wie gesagt, transparente Perlen. Ich glaube ja, dass es Kunststoffperlen sind, also so vom Angreifen her.
Sie schimmern wunderschön, wie ihr sehen könnt. Ich zeige euch hier nochmal. Ja, man sieht, dass sie durchsichtig sind, denn hier scheint noch die Nummer durch. Und ja, ich sticke es mit Stickgarn, ihr seht es ja, ich backe auch hier meine Fäden, habe da meine eigene Stickmethode sozusagen entwickelt, denn ich sticke nicht Faden für Faden, wie es viele von euch machen, sondern auch mit gebackten Fäden. Ja, wie gesagt, 2040 Perlen habe ich gestickt, das heißt, ich habe schon 16,35% geschafft. Also wir gehen langsam dem ersten Fünftel sozusagen, aber ich habe dieses Monat über 4% dazu gestickt. Also das ist gleich sehr viel, über 2000 Perlen. Ich freue mich schon, wenn ich zu den Vögelchen komme, denn jetzt ist ja nur sehr viel Hintergrund mit den Wolken, zwischendurch ein paar Schmetterlinge, aber es ist eher eintönig mit Blau-Weiß-Tönen. Ja, die kleinen Vögelchen. Hier wird es schon abwechslungsreicher mit den Blättern und den Blumen und auch hier mit den Vögeln. Daran werde ich auf jeden Fall nächstes Monat weiterarbeiten, weil es einfach nur Spaß macht mit den Perlen. Ja, und dann sind wir auch schon beim letzten Bild angelangt und das ist so wie üblich der Tiger. Und zwar der Perlentiger. Ah ja. Der ist ja mit den großen Perlen, mit den 9, also auf 9 CD wird der gestickt. Der wird gestickt, man sieht es hier mit Perlenstickgarn. Ich habe dieses Monat nicht so viel daran gestickt. Das heißt, ich habe 8 Reihen geschafft. Also das ist so circa 2 cm oder so oder 3 cm, was ich daran gestickt habe. Aber auch die Perlen, die großen Perlen, kommen sehr gut raus. Also ich finde, er sieht wirklich toll aus, der Tiger. Macht auch Spaß, aber da ich jetzt auch das andere Bild habe, das andere Perlenbild, sticke ich halt etwas weniger am Perlentiger. Ja, die Hälfte, glaube ich, ist jetzt geschafft. Soweit ich jetzt sehe, müsste das circa die Hälfte sein. Ja, das heißt, wir haben nicht mehr sehr viel zu tun. Er hat ja 18 Farben, 18 Perlenfarben. Das andere Perlenbild, das habe ich glaube ich nicht gesagt, hat 38 Farben. Ja, aber gut, ein Tiger ist ja auch nicht so bunt. Da gibt es nicht so viele Farben. Auch hier zeige ich euch mal aus der Nähe. Auch die großen Perlen sehen wirklich sehr schön aus. Und es ergibt wirklich ein wunderschönes Bild mit den großen Perlen. Ja, das war der Perlentiger. Und dann wären wir auch schon am Ende angelangt. Ich glaube, ich habe euch alles gezeigt. Also ich rase da ja immer durch. Ja, aber was soll man jedes Monat auch dazu erzählen, wenn ihr das schon voriges Monat gesehen habt? Hier nochmal der kleine Sternenjunge, also herzlichen Glückwunsch, Netti. Ich freue mich, wenn du dich da meldest. Dann kann ich dir das Kit zuschicken. Und allen anderen, ja, wünsche ich auch noch eine schöne Zeit. Also ich habe ja geplant, jetzt öfters eine Stickzeit zu machen. Schauen wir mal, wie sich das umsetzen lässt.
Dann habe ich natürlich wie üblich einige Unboxings wieder für euch. Ich habe ja wieder was bekommen von VIP Cross Stitch. Da musste ich noch ein Video machen. Dann habe ich noch was von Waterpiece bekommen. Auch da muss ich noch ein Video machen. Dann warte ich ja auch noch auf 2 andere Lieferungen aus chinesischen Shops. Dann mache ich noch bei dem Halloween Soul mit von der Firma Waterpiece. Der Soll sollte ja im Oktober starten, also Mitte Oktober. Mein Bild ist noch nicht angekommen und das ist ein Color by Color Soll. Das heißt, jede Woche wird eine Nummer ausgelost und alle sticken dann diese Nummer. Ja, ich sage jetzt ein Beispiel, es wird die Nummer 3 ausgelost. Das heißt, die Teilnehmer haben ja alle verschiedene Bilder und bei jedem ist es eine andere Farbe, die Nummer 3. Der eine hat zum Beispiel DMC 150 oder der andere hat die 310 und jeder stickt dann eine Woche lang nur diese Nummer und dann nächste Woche wird die nächste Nummer ausgelost. Und so geht das Woche für Woche weiter. Also dieser Color by Color Soul, Halloween Soul von der Firma Waterpiece. Ja, dann sind wir jetzt wirklich am Ende angelangt. Ich freue mich, wenn ihr in meinen nächsten Videos auch wieder mit dabei seid. Wie üblich eine schöne, schöne Stickzeit wünsche ich euch und wir sehen uns natürlich bald oder besser gesagt hören uns bald. Bis dann. Tschüss.